Mit den vorangegangenen Eindrücken möchte ich euch herzlich willkommen heißen zu einem neuen Joscha und Dexter auf Tour Video. Ich weiß gar nicht, ob man jetzt im Hintergrund die Fehmarn-Sund-Brücke erkennen kann, über die wir gerade schon gefahren sind. Das habt ihr gesehen. Diese Fehmarn-Sund-Brücke steht in direktem Zusammenhang mit dem, was ich euch hier heute zeigen möchte. Und zwar befinden wir uns hier wieder auf der Seite des Festlandes. Da hinten liegt also quasi Fehmarn, diese Richtung. Wir befinden uns hier an einem sehr unscheinbaren landwirtschaftlichen Versorgungsweg. Geradeaus befindet sich das Meer. Da machen wir gleich auch noch mal einen Abstecher hin. Aber das Erste, was einem hier so auffällt, hier ist so ein Eingang. Und jetzt gehen wir mal weiter. Noch ein Eingang. Komm mal hier. Komm hier hin. Und hinter diesem Eingang, hier ist so ein kleiner, ja, das ist eigentlich mehr ein Baumbewuchs, so eine Naturhecke, befindet sich diese verborgene Struktur. Wer weiß, was das ist? Gut, vom Thumbnail her wisst ihr natürlich jetzt, was das ist. Aber wir befinden uns hier an einem sogenannten Sperrmittelhaus. Und in diesem Sperrmittelhaus, da lagerten von den damals noch in der Bundeswehr reichlich vorhandenen, ich nenne sie jetzt mal Wallmeistertrupps. Es gab da die Dienstpostenbezeichnung des Wallmeisters, der war meistens aus einer Pioniereinheit. Die waren dafür zuständig, entsprechend vorbereitete Sperren dann mit Sprengmitteln auszustatten, falls es zu einem Ernstfall gekommen wäre, zu einer Invasion über das Gebiet der ehemaligen DDR durch sowjetzonale Truppen. Und in diesem Sperrmittelhaus befand sich das dafür benötigte Material zur Sprengung der Fehmarn-Sund-Brücke. Und hier sehen wir auch schon eine richtig dicke Panzertür. Wir haben hier verschiedene Verriegelungsbolzen. Hier oben ist auch noch einer drin. Das ist ja krass hier. Das ist ja richtig geil. Dann haben wir hier das entsprechende Verriegelungselement. Oh, warte mal, ich glaube, die ist... Junge! So sieht das Ganze von außen aus. Ja, hier lagerte Sprengstoff, ne? Also sprich das, was für die entsprechenden Sprengschächte benötigt war, um die Brücke dann letzten Endes von Festlandseite aus zum Einsturz zu bringen. Man rechnete offensichtlich damit, dass die feindlichen Kräfte wahrscheinlich über den Seeweg auf Fehmarn anlandeten und so dann entsprechend auf das Festland wollten. Und das versuchte man eben dadurch zu verhindern, dass man dieses Bauwerk, also sprich die Brücke, entsprechend sprengte. So, jetzt ist das natürlich, ich habe jetzt gedacht, ich hatte gar nicht damit gerechnet, dass wir hier nach unten gehen können. Hier sind auch, das sind auch noch mal Verriegelungsbolzen. Komm mal hier hin. So, hier sind gerade ein paar Leute unterwegs. Pass mal auf. Ja, jetzt habe ich ja ziemliches Rumgehampel hier. Ich weiß nicht, was ich mit dem Hund machen soll. Aber pass mal auf. Alter. Boah. Oh, nee, das ist absolut fest. Da kann ich gar nichts bewegen. Die Tür ist auch massiv dick. Das sind hier locker 15 cm, die da hat.
Ich filme da mal eben einmal um die Ecke rum. Gucken wir mal, was man da noch so sehen kann, wenn man es einigermaßen ausleuchtet. So sieht das Ganze dann aus. Mehr kann ich da jetzt für euch leider nicht tun. Ich hoffe, dass ich das einigermaßen, dass man es einigermaßen sehen kann, was da ist. So. Und bevor wir da jetzt weiter reingehen, hole ich mal eben den Hund ran. Sie bleiben da. Ja, pass mal auf. Hier ist gar nicht mehr riesig, sehe ich gerade. Hier ist die eine verbunkerte Tür. Bieder Ostdorf über Kiel. 1264. Ich mache da noch gleich Fotos von. Dann haben wir hier einen kleinen Lagerraum. Naja, in dem Lagerraum liegt jetzt irgendein Schutt drin. Alles, was man so nicht mehr braucht, was man mal am Strand vielleicht mit sich geführt hat. Oh ja, hier haben wir auch noch Belüftungsanlage. Hier unten ist ebenfalls noch so ein Element. Ich gehe davon aus, dass es Belüftung ist. Ich wüsste nicht, was es sonst sein soll. Und dann können wir hier raus um die Ecke. Hier ist die nächste Panzertür. Hier liegt irgendeine Scheiße. Ja gut, was das ist, kann ich euch nicht sagen. Aber es stinkt nicht. Ja, und hier haben wir auch noch mal einen klitzekleinen Verfügungsraum. Was auch immer da drin war. Also im Endeffekt, klar, hier war natürlich Sprengmittel drin, aber wie das jetzt genau strukturiert war, was wo lag und so weiter, das vermag ich auch nicht zu sagen. Gut, damit haben wir das von innen ja schon mal sehr schön beleuchtet. Ah, hier ist auch der Luftauslass. Jetzt klingelt das Telefon schon wieder, ey. Bis gleich. Ja, so ist das, wenn man in seiner gerade kreativen Drehphase unterbrochen wird, dann wieder durch den Beruf. Das ist ja auch in Ordnung, verdient ja auch Geld damit. Ne? Es ist ja nicht jeder Anruf einfach nur Stress und schlecht. Was ich sagen wollte, erstmal wollte ich mich ganz herzlich bei dem Dennis bedanken, der mir nämlich dieses Kleinod hier empfohlen hat. Ich glaube, das ist gar nicht allzu vielen Leuten bekannt, dass es so etwas gibt und dass es dann auch noch solche Sperrmittelhäuser in unmittelbarer Nähe halt dieser zu sperrenden Infrastruktur angelegt wurden oder dass es die da immer noch gibt, wollen wir es mal so sagen. Ich habe mich in diese Thematik auch noch nie so wirklich rein vertieft und mit beschäftigt, finde das aber hochinteressant, auch ein tolles Zeugnis dieser kalten Kriegstage. Ich habe zu dem Sperrmittelhaus ich jetzt keine Dienststellenbezeichnung gefunden. Ich weiß auch nicht, ob diese Häuser eine Dienststellenbezeichnung hatten. Ich sag mal, die Standort Moon-Niederlagen oder was weiß ich, die Schießbahn, die haben ja alle noch irgendwie so einen Code dahinter gehabt, so einen Zahlencode. Das habe ich jetzt hier nicht finden können. Wer da was Genaueres weiß, der darf sich selbstverständlich gerne melden. Immer offen und immer erfreut über die eine oder andere Information, die ich noch nicht kannte oder hatte. Mein Gott, was ist denn hier heute los? So. Also ich hoffe, euch hat das Haus da gefallen. Mir hat das auf jeden Fall sehr gut gefallen. Das war eine richtig klasse Location, wenn auch nur klein, aber eben absolut besonders, möchte ich mal sagen. Da bin ich schon ganz gespannt, ob ich da bei meinem nächsten Fahrten so in die Grenzregion, was ich da noch alles so finden kann aus dieser Zeit, also vor allen Dingen aus der westdeutschen Zeit. Ne? Ich meine, die Grenzanlagen DDR, da haben wir jetzt ja schon einiges auch von gesehen, da gibt es ja auch viel, aber diese Vorkehrungen hier zur Sprengung, da ist halt so ein Thema, das ist halt, ist natürlich auch so ein Randthema. Ne? Das ist jetzt nicht das ganz große Ding und deshalb gibt es da einfach auch wenig Informationen drüber. Gut, ich schließe jetzt aber auch mit dieser Thematik ab. Da wir uns jetzt hier direkt an der Ostsee befinden und hier auch geradeaus noch irgendwie ein Stückchen Steilküste befindlich ist, können wir uns natürlich nicht nehmen lassen, dass wir da noch mal eben hingehen und mal schauen, wie sieht es da überhaupt aus. Kommt man da runter bis an die Ostsee oder stürzt man da ab und verendet? Also bis gleich.
Spalmittelhaus. Ja, tada! Ja, was sich alle so Steilküste nennt, ne? Das ist natürlich hier, ja, in gewisser Weise ist das hier schon eine Steilküste. Also, naja, so einen guten Meter, ne? Guten Meter steil und der Rest einfach richtig geil. Das war ein super Spruch. So hat auch, ich glaube, Thomas Gottschalk, als er noch beim Bayerischen Rundfunk moderiert hat, da gab es nur solche Sprüche. Wenn man sich mal die Supernasenfilme anschaut, mein Gott, was sind da Reime bei? Fällt hier nichts zu ein. Aber das ist natürlich ein Traum hier, ne? Boah, super. Ja. Was soll ich euch zu Strand erzählen? Nix. Ach, guck mal da. Jetzt wird gleich, wahrscheinlich wird gleich getrunken und dann wird gekotzt. Fantastisch hier. Richtig geil. So soll es sein. Und hier riecht es natürlich auch wie am Strand. Schön nach alten Algen, alles vermoddert. Aber ist ja genau das. Ist ja genau das, was der Strandurlauber möchte, ne? Mega. Mal gucken, ob ich hier gleich noch Wahlerbrochenes finde, dann bin ich reich. Gut, okay. Genug. Oh, wie schön, ne? Das sieht echt super aus hier. Also dann, genug geschwafelt, vor allen Dingen dummes Zeug, belangloses Zeug. Ich wünsche euch, ich weiß es wieder mal nicht, entweder ein schönes Bergfest oder ein schönes Wochenende. Je nachdem, ich muss mich da mal dann mal schauen, inwiefern dieses Video hier auch fürs Wochenende zumutbar ist. Aber ich denke, es wird dann eher das Wochenende werden. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es dann wieder heißt, Joscha und Dexter auf Tour. Wir fahren jetzt nach Hause, denn wir müssen ja auch irgendwann morgen wieder arbeiten. Macht's gut, bis dann. Ciao, Kakao.